Wenn du immer noch versuchst, Erfolg im Trading mit technischer Analyse, technischen Indikatoren oder Strategien zu erzielen, dann stehst du sicherlich auf dem falschen Weg, genau wie ich damals in 2015. Warum? Das erkläre ich dir jetzt. Das, was du hier auf der rechten Seite siehst, nennt sich das Orderbuch. Hier siehst du die Kontrakte, sprich, du siehst einfach das Geld, wo, zu welchem Preis was gekauft oder verkauft wurde. Es geht hier überhaupt nicht um Strategien oder RSI oder Stochastik. Die großen Marktteilnehmer interessieren sich überhaupt nicht, ob sich der RSI oder Stochastik gekreuzt hat. Du siehst hier die innere Spalte, das nennt sich der Inside Bid und Ask, sprich, das sind die Markets, das ist die erste Partei am Markt. Die zwei Spalten sind die Limits, das sind die passiven Marktteilnehmer. Wenn ich sage, ich möchte erst zum Preis 100 kaufen oder verkaufen, dann platziere ich meine Limit-Order und dann warte ich einfach passiv auf eine Ausführung. So, diese Informationen haben wir hier in der sogenannten Heatmap. Das sind die sogenannten Level 2 Daten und du siehst ganz genau, wo eine Order nachgelegt wurde, wo eine Order rausgezogen wurde, wo wurde es gekauft, wo wurde es verkauft, wer wurde ausgestoppt. Und jetzt zeige ich dir das Problem mit Charttechnik, Formationen oder Strategien. Stell dir vor, der Markt fällt und viele Trader sagen, ja, das ist eine gute Location hier, ich verkaufe, ich gehe Short. Absolut blind, absolut ohne Marktverständnis, absolut ohne Level 2 Daten. Der platziert hier seine Sell Order, es wird verkauft, verkauft, verkauft und irgendwo hört der Markt einfach auf, nach unten zu fallen. Es wird blockiert durch die zweite Partei. Das sind auch die großen Marktteilnehmer, die gesamte Verkaufskraft absorbieren. Und das ist das große Problem mit Ausbruchstrades. Es wird dann liquidiert und dann dreht der Markt wieder. Alle Verkäufe wurden ausgestoppt. Und das sind genau die Leute, die nach charttechnischen Formationen suchen, die Strategien nutzen und die den Markt wirklich nicht verstehen. Ja, weil die gesamte Verkaufskraft wurde hier unten absorbiert. Ich werde dir jetzt auch ein paar Trades zeigen von mir, live am Markt. Wackelig, wenn die absorbiert werden jetzt bei diesem Level, dann kann ich mir den Long vorstellen. Ja, jetzt eine schnelle Reaktion möchte ich sehen natürlich. Und Stopp, seht ihr, Stopp automatisch über Break-Even abgezogen. Jetzt kommt nicht mehr nach, raus. Jetzt bin ich rein, weil da wurden sehr viele Verkäufe absorbiert. Wenn ich keine Reaktion sehe, dann okay, Reaktion und raus sofort. Ja, sehr gut. Also da wurden Verkäufe absorbiert wieder. Das waren Stops eigentlich, das waren die Stops. Sogar, jetzt sehe ich die Verkäufer und ein starker Impuls, okay. Okay, raus. Punkt. Das war genau die Idee. Also so gesehen, ich habe das vor der Liquidierung mitgenommen. Das ist die zweite Vorgehensweise, das, was ich hier gemacht habe. Der war relativ schnell, nicht so explosiv, also wirklich nicht so schnell nach unten, aber ich habe auf jeden Fall schon das Tagesziel erreicht heute. Eine wichtige Struktur wurde bei dieser Position gebrochen. Die Bits wurden gebrochen, es wurde dann liquidiert. Beim Pullback habe ich gesehen, dass die Käufe absorbiert wurden. Und da bin ich ja Short eingestiegen. Unten haben wir die erste Ausstiegszone. Das ist natürlich auch eine wichtige Liquidierungszone. Dort möchte ich einen starken Impuls sehen. Wenn nichts mehr nachkommt, dann steige ich natürlich knallhart und objektiv aus. Ich beobachte, was der hier macht. Verkäufe richten sich jetzt. Bald kann ich den Stop-Loss natürlich ja auch nachziehen. Ich erwarte jetzt schon langsam eine Reaktion. Dafür richten sich Verkäufe. Man sieht hier Cluster Search. Ein kleiner Impuls und die sofortige Reaktion nach unten. Es wurde liquidiert. Jetzt kann ich den Stopp nachziehen, sogar etwas mehr. Mein Take Profit kann ich ja nachziehen, weil ich sehr, sehr viel Potenzial bei diesem Trade. Stopp nachziehen. Bei solchen schnellen Preisbewegungen muss man natürlich auch aufpassen, weil es kommt natürlich auch sehr schnell auch zu Gegenbewegungen, wenn die gesamte Verkaufskraft einfach durch die Bid absorbiert wurde. Stopplos nachziehen. Jetzt kommt ein Pullback bis zur Liquidierungszone wieder. Und die nächste Reaktion. Ich möchte eine Reaktion sehen unten beim Tief. Wenn ich nichts sehe, es kommt nichts mehr nach, ich steige aus. Also es geht beim Trading überhaupt nicht um Strategien, technische Indikatoren, Formationen, festen Ansätze. Du musst im Trading wirklich die wahren Gründe kennen, warum sich der Preis
tatsächlich bewegt. Was bewegt den Markt? Das Geld, die Kontrakte. Die großen Marktteilnehmer, die bauen Positionen auf. Es wird absorbiert, es wird dann liquidiert. Der Markt gewinnt natürlich Liquidität durch die Stops. Du musst die innere Marktstruktur kennen, die wahren Gründe, warum sich der Markt bewegt. Wenn du dieses Fundament hast, erst dann bist du in der Lage, den Markt zu verstehen. Erst dann wirst du natürlich in der Lage, das Trading langfristig aufzubauen und mit dem Trading dauerhaft Geld zu verdienen mit minimalen Verlusten. Es geht aber wirklich darum, die Verluste so schnell wie möglich einfach zu reduzieren und zu minimieren. Wenn du diese Fähigkeit hast, dann kennst du die institutionellen Marktteilnehmer, du bist anpassungsfähig am Markt, du hast keine Angst. Und wenn du das Trading wirklich richtig und professionell betreiben möchtest, auch nebenberuflich, nicht hauptberuflich, dann brauchst du dieses Wissen, wie sich der Markt tatsächlich bewegt. Wer baut Positionen auf, wo wird es gekauft, wo wird es verkauft, wer wird liquidiert und so weiter und so fort. Du musst einfach die innere Marktstruktur kennen. Vergiss Strategien, vergiss technische Analyse, das ist kein Trading. Du kannst meiner Community beitreten, wo du mir live über die Schulter schauen kannst, wie ich meine Analysen mache. Dazu noch, du kannst natürlich gerne auch mein E-Book lesen. Ich wünsche dir viel Erfolg.